Hallo zusammen, in diesem Video erfährst du die spannenden Vorzüge von einem natürlichen Antibiotikum, nämlich Kurkuma und Honig in Kombination. Außerdem werden wir es gleich auch noch zusammen zubereiten. Ja, was haben viele Erkrankungen wie Arthrose, Rheuma, Gefäßerkrankungen oder sogar Diabetes gemeinsam? Ja, ihre Ursache geht sehr stark auf Entzündungen zurück. Bakterien, Viren, auch Pilze, ja, können hier die Treiber sein. Und deshalb müssen wir unseren Körper schützen. Und dabei hilft uns so ein natürliches Antibiotikum aus Kurkuma und Honig eben ganz besonders. Schauen wir uns zunächst mal die vielfältigen gesundheitlichen Wirkungen zuerst vom Honig genauer an. Also Honig wirkt antibakteriell und auch antioxidativ. Ja, die antibakterielle Wirkung, die entsteht beispielsweise dadurch, dass Bienen über ihren Speichel ein Enzym in den Honig geben, der dann Wasserstoffperoxid entstehen lässt. Ja, und diese antioxidative Wirkung kommt vor allem auch durch die sekundären Pflanzenstoffe wie beispielsweise Flavonoide oder Polyphenole auch zustande. Ja, und im Honig selbst, da stecken auch noch mal jede Menge wertvolle Enzyme, die auch für sich genommen desinfizierend und auch antibakteriell wirken. Also Honig kann ja auch bei verschiedenen Beschwerden, auch äußerlich zum Beispiel, angewendet werden. Ja, also ich denke da an eine Erkältung, wenn wir Halsbeschwerden haben, und dann nehmen wir einfach dann Honig oft auch in Kombination mit Milch ein. Ja, und das ist ja quasi von außen aufgetragen. Und ja, und dann kommt es ja eben auch zu einer Linderung der Beschwerden, der Schmerzen. Das hat sich auch in einer Studie aus dem Jahr 2014 eben bei Kindern gezeigt. Hier haben die Kinder eben einen Teelöffel Honig vor dem Schlafengehen eingenommen, und hier übrigens ja auch mal den Link zur Studie dazu. Und ja, da ist es dann eben auch eindeutig zu einer Linderung der Beschwerden gekommen. Aber auch bei Magen-Darm-Beschwerden wirkt der Honig eben ja sehr günstig auf die Darmflora, und das liegt daran, dass er eben auch so präbiotische Eigenschaften mitbringt. Und jetzt kommen wir mal zu den vielfältigen Kurkuma-Wirkungen. Also Kurkuma ja, wirkt unter anderem sehr stark entzündungshemmend und auch sehr antioxidativ. Seine Wirkung verdankt die Kurkuma-Wurzel vor allem dem Inhaltsstoff Kurkumin. Na, der Kurkumingehalt liegt übrigens bei 3 bis 5%, also innerhalb der Kurkuma-Wurzel, also nicht wirklich viel. Aber dieses bisschen hat es wirklich in sich von der Wirkung her. Also die entzündungshemmende Wirkung, die zeigt sich zum Beispiel auch in einer Senkung des CRP-Werts, ja, also C-reaktives Protein. Das ist ein Entzündungsmarker im Körper. Und sehr interessant, in einer Studie wurde über 4 Wochen Kurkuma eingenommen, wobei sich dann eben genau dieser CRP-Wert dadurch gesenkt hat. Also hier auch mal ja, ein Link zur Studie dazu. Dasselbe Ergebnis wurde auch bei Probanden mit dem metabolischen Syndrom erreicht. Also metabolisches Syndrom, das bedeutet, hier kommen Blutzucker- und Blutfettstörungen plus Übergewicht plus Bluthochdruck zusammen. Also wirklich eine, ja, im negativen Sinne eine sehr mächtige Kombination. Und durch die Einnahme von Kurkuma konnten hier auch die Zytokinspiegel gesenkt werden. Ja, Zytokine, das sind Botenstoffe, die eben gerade bei Entzündungen ausgeschüttet werden. Und die begünstigen eben auch chronische Stoffwechselstörungen. Auch hierzu mal noch eine Studie. Also wir sehen, Kurkumin greift hier wirklich an verschiedenen Stellen ja, ins Entzündungsgeschehen ein. Und das finde ich persönlich so wertvoll und auch so effektiv. Ja, und dazu kommen eben bei Kurkumin eben auch noch die stark antioxidativen Eigenschaften. Also dabei werden durch die Kurkumineinnahme beispielsweise die körpereigenen Antioxidantien, also SOD, das ist zum Beispiel die Abkürzung für Superoxiddismutase, ja, oder auch Glutathion, das sind eben so Substanzen, antioxidative Substanzen, und die werden eben vermehrt im Körper. Gleichzeitig werden aber auch die schädlichen freien Radikale gesenkt. Ja, und spannend ist in diesem Zusammenhang eben auch die Wirkung bei Arthrose, ja, wo es zu einer deutlichen Schmerzlinderung und auch einer besseren Beweglichkeit bei den Betroffenen gekommen ist. Ja, also auch wenn die Kombination von Kurkuma und Honig gemeinsam noch nicht so stark erforscht ist, ja, so sind die einzelnen Komponenten, also Kurkuma oder Kurkumin und Honig für sich genommen, umso besser erforscht. Und ja, dank dieser Kombination erhalten wir eben auch wirklich ein wunderbares, natürliches Antibiotikum. So, jetzt machen wir uns mal an die Zubereitung von unserem natürlichen Antibiotikum, nämlich Kurkuma und Honig.
Also wir haben jetzt hier mal, habe ich jetzt mal zunächst den Honig hier reingefüllt. Also das sind so ungefähr 100 Gramm nehmen wir da, plus minus. Und genau, dann nehmen wir als nächstes jetzt Kurkuma, so ungefähr 15 Gramm. Also das siehst 100 Gramm zu 15 Gramm, so ungefähr 6:1 vom Verhältnis her. So, das sind jetzt mal für mich so 2 Esslöffel, die hier reinkommen. Genau, so, noch einer. Und dann geben wir noch, du siehst es hier so ein bisschen, das ist schwarzer Pfeffer, ja, den geben wir auch noch eine Prise dazu. Das ist nämlich deshalb wichtig, dass hier noch schwarzer Pfeffer dazukommt, weil da ist der Inhaltsstoff Piperin drin. Und Piperin verbessert die Bioverfügbarkeit von Curcumin, also dem Inhaltsstoff im Kurkuma. Ja, das ist wichtig, weil ja, die Aufnahmefähigkeit von Curcumin, die ist nicht so überragend im Körper. Und deswegen müssen wir da einfach so ein bisschen nachhelfen. Und das können wir da sehr schön machen. Und dann gebe ich da jetzt einfach mal erst so auf den Löffel so eine Prise. Übrigens auch alles, was du hier siehst, alles in Bio-Qualität habe ich das organisiert. Also würde ich dir auch empfehlen, hier wirklich Bio-Qualität zu nutzen. Genau, dann haben wir einfach auch so wirklich ja, die wertvollsten Inhaltsstoffe noch möglichst komplett auch drin. So, und jetzt müssen wir es eigentlich nur noch verrühren und dann können wir es auch schon, ja, dann kannst du das schon einnehmen. Und was ich auch noch sagen wollte, also du kannst es natürlich auch problemlos aufbewahren, auch längere Zeit aufbewahren, ja, nicht nur einige Tage, sondern wirklich auch mal eine Woche oder 2, 3 Wochen im Prinzip, weil das sind jetzt auch Zutaten, die sind ja nicht verderblich so gesehen. Ja, also von daher, genau, brauchst du dir da keinen Stress machen und kannst da ruhig auch mal ja, eine größere Portion zubereiten. Ja, und bei Erkältung, da lautet eigentlich so die Empfehlung, 3-mal täglich ein halber Teelöffel. Und bei besonders starken Beschwerden, gerne auch öfter natürlich, mehrere Tage lang einnehmen. Und wenn die Beschwerden dann besser werden, dann können wir auch jeden Tag ein bisschen runtergehen, so von der Dosierung her. Du kannst es aber auch sehr gut äußerlich anwenden. Also bei den Halsschmerzen haben wir das vorhin schon mal gesehen. Aber natürlich auch bei Wunden oder so Hautverletzungen, leichte Verbrennungen. Ja, aber Achtung, auch aufpassen, also die Kleidung, die verfärbt sich eben auch durch Kurkuma eben auch mit. Ja. Bei stärkeren Verletzungen, da solltest du natürlich direkt zum Arzt gehen, das ist klar. Ja, ich finde es eben wichtig, auch natürliche Antibiotika zu kennen, weil gegenüber diesen pharmazeutischen Varianten, ja, da entstehen leider immer mehr Resistenzen auch im Körper. Und das Beste, wir haben hier einfach auch keine Nebenwirkungen zu befürchten. Ja, wenn dir dieses Video gefallen hat und du auch gerne mehr über solche gesundheitlichen Themen erfahren möchtest, ja, dann gib mir gerne mal deinen Daumen nach oben und abonniere am besten meinen Kanal unter dem Video. Auch gerne die Glocke aktivieren, weil dann verpasst du in Zukunft kein Video mehr.